5 Ideen, wie du in wenigen Wochen zu mehr Umsatz kommst. Gehörst du auch zu denjenigen, die sich dieses Jahr so viel vorgenommen haben, aber jetzt ist das halbe Jahr schon vorbei und irgendwie läuft es nicht so gut? Hier habe ich 5 Ideen für dich, wie du das sofort ändern kannst und noch in diesem Jahr die Umsätze erzielen, die du dir eigentlich vorgenommen hast. Idee Nummer 1. Biete Workshops an. Du postest auf Facebook, auf LinkedIn und auf Instagram, aber irgendwie passiert nichts Neues und der Algorithmus hat sich sowieso gegen dich verschworen. Dann habe ich eine Idee für dich. Halte doch einfach mal wieder einen Live-Workshop und biete deine Methoden, die du jetzt gelernt hast, mal einer tollen Community an, die wirklich begeistert ist, live dich zu erleben. Du zeigst dich nochmal anders als irgendwie nur mit einem Beitrag, sondern die Leute können mit dir interagieren, vielleicht sogar live in einem Zoom oder einem Meetup zu sein. Das Ganze ist online, das Ganze ist eventuell kostenlos. Du kannst natürlich diesen Workshop auch bezahlt anbieten, also für einen kleinen Obolus deinen Workshop mit viel Content verkaufen. Das Ziel deines Workshops sollte natürlich sein, dass die Leute bei dir etwas kaufen. Also was pitchst du am Ende deines Workshops? Hier geht so eine Art Regel, 3/4 Content, 1/4 Pitch auf ein Produkt, was du gerade anbietest und lädst die Leute ein, dort sofort zu kaufen oder eben über ein Gespräch im Anschluss. Hier kannst du deine Methode nochmal erklären. Wenn die auch sehr abstrakt ist, dann kannst du die hier plastisch veranschaulichen mit zum Beispiel ein paar Slides oder irgendwie in ein paar tollen Beispielen als Storytelling den Menschen an die Hand geben. Auch hier kannst du vielleicht Gäste einladen, die diese Methode schon ausprobiert haben. Ein paar kleine Statements helfen dir dabei, deine Expertise zu verdeutlichen. Und egal, wenn sich im Moment noch nicht so viele anmelden, mach das einfach weiter. Mach diesen Workshop vielleicht 6-mal im Jahr und schon wirst du neue Kunden heranziehen. Es wird attraktiv werden für Kunden, die sagen, ah ja, genau dieses Thema hat mich gerade interessiert, habe ich gerade gesucht. Perfekt, dass du gerade so einen Workshop anbietest. Die Leute werden durch den Algorithmus, du postest es überall, dass es diese Veranstaltung gibt und schon werden die Leute auf dich aufmerksam. Du kannst natürlich auch Werbung auf diesen Workshop schalten, so wie ich es tue. Wenn du diesen Workshop live vor Ort in deiner Praxis ausführen möchtest, kannst du das natürlich ebenso machen. Auch hier hast du wieder, wie verkaufst du sonst irgendwie deine Empfehlung mit Handzetteln, mit Flyern, mit einem Aushang. Auch hier kannst du dann einfach vor Ort direkt auf einen Termin, auf einen Abend, wo sie dich erleben können, zusteuern. Und das Ganze ist online ja nicht anders. Du erzählst einfach davon, du postest Flyer und du machst dich sichtbar mit deinem Online-Workshop und umso mehr Leute kannst du dann erreichen. Wichtig ist, dass du hier vielleicht anfängst, E-Mail-Adressen einzusammeln, damit du den Leuten auch den Replay zur Verfügung stellst oder eventuelle Worksheets oder weitere Infos zu dir und deinem Angebot. Und behalte hier bitte dein Angebot als Ziel im Auge. Du möchtest etwas verkaufen, du möchtest nicht nur die Welt retten, sondern mit dem, was du rettest, auch deinen Umsatz erzielen und natürlich steigern. Das Gute an Workshop ist natürlich, sie sind live oder man kann dann interagieren mit dir. Man kann vielleicht auch Fragen stellen während des Workshops oder dieses Webinars. Und hier solltest du auch die Fragen beantworten und ernst nehmen. So lernt dich deine Community natürlich umso besser kennen und fühlt sich wirklich vertraut mit dir. Idee Nummer 2, erstelle Minikurse und schalte Ads. Was ist jetzt ein Minikurs? Ein Minikurs ist ein Produkt bis 70 €. Wenn du schon sehr hochpreisige Produkte anbietest, kann das auch bis 99 € gehen. Aber etwas, was man sofort von der Stange wegkaufen möchte. Es gab damals diese Modeindustrie, die immer dieses Prêt-à-porter gemacht haben. Also es gab eigentlich nur hochpreisige Mode in der Modewelt. Und irgendwann gab es dann Kleidungsstücke direkt in der Größe der Frauen oder Männer von der Stange. Das nennt sich dann direkt von der Stange weg zu verkaufen, also warme Semmelnprodukte, die man sofort erwerben möchte. Also dieses T-Shirt brauche ich jetzt auf jeden Fall und das kaufe ich mir sofort und es kostet nur 7,99 €, umso besser. Wir wollen die Qualität jetzt nicht besprechen, aber du weißt schon, was ich meine. Und ein Minikurs ist etwas, was wirklich viel Content hat, also wirklich viel bietet. Also du hast mit diesem T-Shirt wirklich eine Menge erworben.
viel Content, was man erstmal erleben darf bei dir. Bis man ein Produkt von mehreren tausend Euro erwerben möchte, braucht es dann einfach einen ganz, ganz großen Vertrauensbeweis. Und den kannst du mit einem Minikurs zum Beispiel erfüllen. Ein Produkt für 27, 37 oder 47 Euro kaufe ich gerne schnell oder auch ein E-Book für wenige Euro und lese es mir erstmal durch. Lerne die Person kennen, folge dieser Person dann vielleicht auf Instagram oder auf sonstigen Kanälen, was es so gibt, und informiere mich erstmal über dieses Thema. Ah ja, die macht jetzt Thema, was weiß ich, wie man als Heilpraktiker Geld verdient. Okay, das interessiert mich. So. Du merkst dann in dem Minikurs, okay, es gibt eine Expertise. Jemand gibt sich wirklich Mühe, dass du als Heilpraktiker jetzt Geld verdienst. Oder ja, einfach das richtige Thema, was dich jetzt gerade anspricht. Und durch dieses Overdelivern in den Kurs, also dass du jetzt jede Menge Inhalte reingibst oder viele Aha-Momente für diesen Kurs, dann ist jemand wirklich überzeugt und sagt, okay, da würde ich jetzt auch noch mehr kaufen oder nochmal kaufen, weil es sich gut angefühlt hat oder weil ich viel bekommen habe, weil es sich sachlich, kompetent angefühlt hat. Ich habe mich gut abgehoben gefühlt. Was tust du also in diesem Minikurs? Du schaltest auch E-Mails an die Person, wie sie den Kurs bekommen können. Der Zugang ist sauber und einfach zu erreichen. Die Inhalte sind einfach zu erreichen und sie sind dann auch noch spannend aufbereitet. Kleine Videos, nicht so was Langes. Und derjenige hat wirklich Aha-Momente erlebt in dem Kurs. Umso weniger du reinpackst, umso schneller kann es ein Resultat geben und umso schneller kann jemand ein Feedback für den Kurs geben, als wenn das so ein 8-Wochen-Kurs und man manifestiert sich da zu Tode mit den Inhalten. Bleib doch bitte auf dem Teppich und sag, okay, ich mache mal einen kleinen Kurs. Wie manifestiere ich für Anfänger? So. Und wenn dann jemand Interesse hat und gerade über Anzeigen, zum Beispiel über Meta, lernt man dich besser kennen und lernt irgendwie von dem Thema überhaupt kennen, hat eine tolle Verkaufsseite, die ist ein bisschen länger, die ist ausführlich, die erzählt deine Story, warum du genau diesen Kurs erstellt hast, warum du genau der Mann oder die Frau bist, die diesen Kurs erstellen konnte und wie man damit jetzt in den Erfolg kommt. Ne? Immer eine kleine Lösung, ich habe ein Problem, ich suche eine Lösung oder sie wird mir angezeigt und sage, oh ja, das ist ja jetzt die Lösung, hole ich mir für maximal 70 Euro, schnappt man sich das mal eben über eine Facebook-Anzeige weg. Hast du vielleicht auch schon gemacht, hast vielleicht auch schon bei mir gekauft. All dieses Wissen steckt in diesem Minikurs in 24 Stunden, wie ich in ganz schneller Zeit Minikurse erstelle, die aber toll sind, die eine wirkliche, ja, ein Overdelivern, eine wirkliche Lösung für die Zielgruppe haben. Mehr in meinem Minikurs in 24 Stunden. Wenn du ihn noch nicht hast, schnapp ihn dir mit dem Link unter diesem Video. So, wenn du jetzt Werbung darauf schaltest, dann hast du vielleicht 7 bis 10 Produkte am Tag verkauft. Dann verkauft sich dein Minikurs relativ automatisch während dieser Zeit, dieser Werbung. Und du wirst bekannt, bekommst Follower, dein Instagram-Profil wächst und du wirst so ein bisschen als Experte deines Fachs wahrgenommen, auch über die Werbeanzeigen. Denn du zeigst dich plötzlich, okay, die schaltet Ads, also die investiert in sich oder derjenige. So. Also der Marketing-Effekt von Werbung, von Minikurswerbung ist immens groß. Du zeigst dich mit deiner Persönlichkeit, du wirst sichtbar. Nun kommt es aber darauf an, okay, ich möchte ja auch noch Geld übrig behalten. Also ich verkaufe vielleicht Minikurse über die Werbung, aber ich habe ja auch Werbekosten oder jemanden, der mir diese Werbung aufsetzt und das kostet natürlich. Okay, was bleibt jetzt dabei über, wenn du so einen Kurs für 47 Euro schaltest und du hast vielleicht sogar 30 Euro an die Werbekosten abgegeben? Okay, bleibt dir noch 17 oder bleibt dir sogar weniger? Und was folgt danach? Du sollst nicht mit diesem Minikurs reich werden, sondern sollst mit dem danach, was danach kommt, reich werden. Nämlich ein weiteres Coaching-Angebot, weitere Online-Kurse oder was auch immer du anbietest, 1:1 Retreat, wie man mit dir jetzt arbeiten kann, Next Level. Und das sollte natürlich auch im Minikurs bereits drin sein, also der Upsell auf weitere Produkte. Das ist mein Tipp Nummer 3. Es gibt vielleicht sogar weitere kleine Produkte oder ein großes Paket, was es im Anschluss gibt und wie man dann mit dir arbeiten kann. Und schon schaltest du Werbung, investierst
bekommst Geld zurück, es wächst ein bisschen, also so ein bisschen 30% oder so kannst du damit schon Gewinn machen, wenn du dann auch noch weitere Produkte im Anschluss verkaufst oder auch größere Coaching-Pakete, dann wächst dein Umsatz umso mehr. Und dann hast du plötzlich 2 Mentorings verkauft oder 3 neue Leute im Gruppenkurs. Alles über deinen kleinen Minikurs, den du mal eben angeboten hast. Dein T-Shirt von der Stange. Sind wir auch schon bei Punkt 4, biete große Coaching-Pakete an. Du hast jetzt weitere Upsell-Möglichkeiten angeboten, vielleicht kleinere Kurse noch dazu und nun kommt dein großes Paket. Biete nochmal ein Webinar an, wenn es sich in einem höherpreisigen, 4-stelligen oder 5-stelligen Bereich handelt, dann solltest du dazwischen nochmal was schalten. Ansonsten kannst du, glaube ich, gleich weg von deinem Minikurs ein Produkt verkaufen, was 1.000, 2.000 bis, was weiß ich, 3.000 Euro kostet. Kein Problem. Und sagst dann einfach, du willst jetzt mehr davon wissen, komm jetzt zum Gespräch und in einem Klarheitsgespräch, Durchbruchsgespräch arbeitest du mit den Personen und lernst die kennen und bietest dann einfach dein größeres Coaching an. Wenn das überzeugt, wenn du überzeugst, dann kaufen die Leute und schon hast du das, wie gesagt, 3 bis 5 Mal im Monat verkauft. Schon kannst du davon dann gewiss überleben und dein Umsatz wächst wieder. Eine weitere Idee für mehr Umsatz, die Idee Nummer 5, launche eine Sommerakademie. Der Sommer kommt, das Sommerloch, okay. Jetzt gibt es eine Art Sommerakademie, 1 bis 5 Tage mit dir, die man bezahlt, also eine Art Workshop-Reihe, entweder aufgezeichnet oder live, mit einer Facebook-Gruppe dazu, wie man wirklich erlebt, was mit deinem Thema möglich ist. So lernen dich deine Leute kennen, das Ganze kann bis 220 Euro kosten, so in dem Dreh. Und es ist für wenig Geld wieder viel Inhalt drin, eine Art Minikurs, aber in mehreren Tagen. Und man bekommt wirklich etwas, was man über diese Sommerzeit genießen kann. Man wachsen kann in der Zeit, wo man vielleicht Urlaub hat oder sich Freizeit nimmt für Wachstum oder mehr Ruhe da ist, um sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen. Also, was könnte deine Sommerakademie sein? Was könntest du anbieten? Auch hier kannst du während des Verkaufs wieder weitere Upsells anbieten. Vergiss nicht die Minikursmethode, was ich gesagt habe über Minikurse. Weitere kleine Produkte, auch wenn du hier wieder Werbung drauf schaltest auf die Sommerakademie, ne? Mehrere kleine Produkte wie Weintrauben aneinander kleben. Dann geht's in den Zugang zu deiner Sommerakademie und die Menschen lernen dich kennen, so richtig voller Energie und mehrere Tage in einem Prozess, den ihr gemeinsam durchlebt oder eben aufgezeichnet durchlebt. Auch das kannst du, wenn du zum Beispiel Mama bist, dann erstell das während der Zeit, während deine Kinder in der Schule oder Kita sind. Und dann stellst du das irgendwie abends rein, wenn dann irgendwie um 18 Uhr ist, dann halt dieses Video da. Mach es dir doch so, wie es für dich passt und lass deinen Umsatz trotzdem wachsen mit Produkten, die es von dir gibt. Und wenn du keine Produkte erstellst, wenn du keine Coaching-Angebote erstellst, dann wird es kein Umsatzwachstum geben. Mein Tipp für dich: Erstelle Produkte von mini bis groß und dann lege los. Wenn du wissen möchtest, wie du dabei Hilfe bekommst, wenn du wirklich Technik-Support möchtest und von mir die Strategie, dann komm in meine Gruppenkurse und komm zu meinem nächsten Workshop und wir sehen uns dort live. Alles Liebe, deine Jyotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.